Heute im Drag Race fahren wir mal wieder BMW gegen Audi, genauer gesagt den M3 Touring gegen den Audi RS4 mit Leistungssteigerung von uns. Somit haben wir beide auf gleicher Leistungsstufe mit 510 PS. Los geht's! Ja, unter normalen Umständen würde der RS4 hier 60 PS Defizit aufweisen, hatte aber nicht, denn wir haben eine Leistungssteigerung reingepackt, um wirklich beide Autos auf die gleiche Stufe zu hieven. Jetzt haben wir hier sogar einen kleinen Gewichtsvorteil beim Audi, also das ist schon mal gut. Wir haben einen 2,9 Liter V6 gegen einen 3 Liter rein 6-Zylinder. Also ich glaube, wie immer ein Duell auf absoluter Augenhöhe und sind wir mal ehrlich, Audi gegen BMW, immer genial. Deswegen habe ich natürlich meinen Partner Tobi mit am Start, der hier in dem wunderbaren BMW fährt. Ich werde den Audi fahren und ja, bei 0 Grad hier alles geben. Attacke. BMW gegen Audi, das ist wirklich immer ein Duell. Da treffen zwei Fronten aufeinander. Auch in den Kommentaren wird es da wild zur Sache gehen. Im Endeffekt sind zwei tolle Autos, die hier gleich ein Rennen fahren werden. Ich bin sehr gespannt. Tobi wird alles geben und vor allem BMW davon im Drag Race niemals unterschätzen. Also wichtig, dass hier alles sauber funktioniert. Ich schätze vom Gefühl her, mein 0 auf 100 wird besser sein. Das ist immer die Stärke des Audi oben raus. Mal schauen, kommt manchmal auch der BMW noch zu tragen, aber wir werden es gleich sehen, wie gut Tobi heute drauf ist. So, herzlich willkommen im BMW M3 Competition Touring. Einer meiner absoluten Lieblings-BMWs. Ich bin ja eher so der Avant-Touring-Fan und wirklich, ich muss sagen, dieses Auto wunderschön. Hier die Carbonschalensitze, also kann man nichts dagegen sagen. Tolles Auto. Ich hoffe nur inständig, dass die Launch Control heute einigermaßen gut funktioniert. Da habe ich immer so ein bisschen meine Probleme mit BMW und Launch Control. Wir sind uns nicht so einig, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da, 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 da. 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 Ja, ich hab's gehört. Du weißt, was das heißt. Ja, aber ich gewinne doch, also ist der Song für dich? Da bin ich mich nicht so sicher, aber ich glaube, die Jungs sind ready für Soundcheck. Lass mal damit starten. Alles klar. So, Soundcheck BMW M3. Guck, ganz schön die Rauchwolke da hinten raus. Bei 0 Grad, klar. Aber ich kann bis 7000 drehen, ne? Das hört man tatsächlich auch. Ich glaube, hier wird es gleich anders sein. Ich drücke mal den Startknopf, mach mal an. Aber ich muss sagen, mir ist gerade eben schon aufgefallen, der klingt sehr gut. Pass mal auf jetzt hier. Was sagst du jetzt, hä? Guck mal, weil der kann bis 4,5 hochdrehen. Das ist nicht so wie beim RS6, RS7, nur dieses 3,5. Und das macht schon den Unterschied, weil da hast du schon diese Fehlzündungen. Das klingt schon echt ordentlich. Richtig, und du hast die Abgasanlage auch noch dran. Das macht auch noch einen Unterschied. Also tatsächlich klingt der, finde ich, besser. Das sollte es auch mit der Abgasanlage von uns. Ja. Die ist vor allem auch beim Fahren sehr schmackhaft. Also werden wir gleich mal noch ausprobieren. Aber vorher muss ich dich jetzt erstmal hier verpusten, verblasen, wie auch immer man das nennt. Ich wär soweit ready. Ich glaube, Auto ist soweit auch ready, fast perfekt auf Temperatur. Also können wir gleich loslegen. Und aus. Oh! Kam nicht gut weg. Geiler Start, das Ding ist meins. Ja! Also ich bin ja schon so glücklich, dass du es geschafft hast, beim ersten Mal mit der Launch loszufahren. Ich glaube, das haben wir noch nie geschafft. Noch nie. Tolles Gefühl, freue ich mich sehr für dich. Es war, also ich glaube, wenn es noch länger wird, könnte es noch spannend werden, oder? Hast du ein bisschen aufgeholt am Ende? Also mein Start war gut, muss ich sagen. Das hat gut gesessen. Ich habe 3,490 auf 100. 100, 200 habe ich keine. Da fehlt uns noch ein bisschen Distanz. Die Viertelmeile waren 11,5.
Ja, also ich muss auch sagen, Start war bei dir besser. Ich bin zwar von der Reaktionszeit gut weggekommen, aber ich hatte Wheelspin tatsächlich. Habe jetzt eine 0 auf 100 Zeit von 3,85, was immer noch also recht ordentlich ist. Wenn da so ein bisschen Temperatur in den Reifen kommt, dann passt's. 100, 200 habe ich auch nicht. Viertelmeile 11,8. Also da fehlt nicht viel. Wenn ich den Start noch hinbekomme, dann wird's saueng. Dann gib dir Mühe. Der klingt schon gut. Also wenn man die Gänge so reinhackt, bam, bam, das macht schon Spaß. Runterschalten, oh, das ist richtig bassig. Man spürt richtig, da passiert was. So, da stellen wir uns doch direkt wieder auf und gehen mal auf die lange Distanz, Leute. 700 Meter. Bis hierhin fühle ich mich gut. Das Auto fühlt sich gut an. Das ist einfach Audi im Drag Race, muss man schon echt sagen, macht einfach immer Spaß. Das funktioniert, das macht, das tut. Ich habe nie Probleme mit der Launch. Herrlich. Leute, Drag Race kommt jeden Sonntag. Und damit ihr kein Video mehr verpasst und als erstes dabei seid, drückt schnell auf Abonnieren. Das kostet nichts, geht ganz easy. Danke und jetzt geht's weiter. Oh, komm, Junge! Komm, Junge! Jetzt! Oh, ja! Oh, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Ich glaube, das gewinne ich tatsächlich! Oh. Ja! Ja! Was war das denn jetzt? Scheiße. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, mein Schaltvorgang war irgendwie nicht so perfekt. Und dann ist Tobi richtig nach vorne geschossen. BMW Launch Control. Dicker, wirklich, diese Kamera macht mich fertig. Was war denn jetzt los? BMW und Tobi sind jetzt so. Scheiße, ey. Das war aber echt stark, du. Das war aber auch irgendwie vom ersten Sekunde an brutal, wie du nach vorne geschossen bist. Und dann eigentlich nicht mehr hergegeben. Ne? Also dieser 0 auf 100 Punch-Vorsprung, den du hattest, der war echt gewaltig. Wie sind denn deine Zeiten? 0 auf 100 3,4 dieses Mal. 100, 200 8,7. Viertelmeile 11,4 und 700 Meter 16,48. 0 auf 100 3,48. 100, 200 9,1. Viertelmeile 11,51. Und 700 Meter 16,63. Also es ist schon sehr knapp an der Zeit. Ich brauche jetzt noch mal, ich muss jetzt mal den Start hier besser hinkriegen. So, das macht mich ja richtig Fuchsteufelswild hier. Was los? Macht mich ein bisschen aggressiv heute hier. Ich war mir so, nach der Viertelmeile war ich so richtig so, okay, es wird wieder ein easy Tag. Aber jetzt merke ich, ich muss mich doch noch mal anders anstrengen. Also zweiter Run, 700 Meter, Junge, jetzt komme ich sag's dir. We will see. An dieser Stelle nochmal ein richtig großes Dankeschön an Kraska Automobile, die uns hier den Abt RS4 und den BMW M3 Touring hier zur Verfügung gestellt haben. Wirklich vielen lieben Dank, wissen wir sehr zu schätzen. Und wenn ihr ein Auto braucht, dann geht auf den Link unten rein. Wirklich, die haben eine Auswahl, brutal, das muss nicht mal aus dem Allgäu sein. Einfach draufklicken, mal rumschauen, ob was für euch dabei ist. Viel Spaß und Dankeschön nochmal. Pass mal auf, Junge. Jetzt kommt meine Stunde der Wahrheit. Oh, jetzt habe ich einen guten Start. Oh, es ist eng. Oh, jetzt bin ich ein bisschen schlechter weggekommen. Aber das wird so eng. Das wird so eng. Ah, komm. Ah. Ja, das hab ich. Das hab ich. Ah, das gibt's doch nicht. Oh. Fuck. Ja, ja, ja. Also ich frage mich wirklich, wie der BMW das macht. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich im Vorfeld natürlich schlau gemacht und habe mir ein Drag Race angeschaut von Serie RS4 gegen das Auto. Und
Da ist in dem BMW, saßen sogar 4 Leute drin gegen einen einzelnen im Audi. Und der BMW hat immer noch klar gewonnen. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. Also das ist schon echt beeindruckend, Mann. Aber das ist etwas, was uns immer wieder auffällt. Die BMWs sind wirklich performant. Die gehen richtig nach vorne. Die funktionieren einfach. Also nicht, dass das hier nicht funktioniert. Das kann nicht falsch verstehen. Das Ding ist super schnell, ist geil. Aber ich mag es einfach nicht zu verlieren. Der Start war schlechter, deswegen waren alle meine Zeiten diesmal schlechter. Hat aber trotzdem nicht für den RS4 gereicht. Wirklich, ich hasse normalerweise alle Track Races mit BMW, nicht, dass ich BMW nicht mag, aber die Launch Control ist für mich einfach ein Ticken zu kompliziert zum Anmachen. Und jetzt diesmal hat alles funktioniert. Aber gut, schauen wir mal, was der Daniel zu erzählen hat. Was er sich für eine Ausrede einfallen lässt. Wie waren deine Zeiten, Junge? Was, du regst mich so auf, ey. Ja, tatsächlich habe ich nicht eine einzige Zeit verbessert. Mein Start war schlechter als der erste Start. Dementsprechend sind alle Zeiten auch schlechter. 0 auf 100 3,47, 100 200 8,83, Viertelmeile 11,49 und 700 Meter 16,57. Yes, geht mir tatsächlich genauso. Ich habe auch nichts verbessert. 3,50, 9,1, 11,5 und 16,6. Ja, Freunde, BMW gegen Audi verspricht einfach immer ein sehr, sehr gutes Duell. Es war unfassbar eng. Jeder von uns musste heute wirklich kämpfen. Viertelmeile war hier besser, da drüben aber Tobi dann die 700 Meter für sich entschieden. Aber insgesamt hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Deswegen hoffe ich, ihr hattet auch Spaß. Lasst den Kampf in den Kommentaren beginnen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.